Das ist Sarah. Sie ist ein armes Mädchen. Und das ist Sarahs Mutter. Sie arbeitet als Dienerin. Mama, ich habe Hunger. Wir haben nichts zu essen. Ich werde dir etwas zu essen bringen, mein Schatz. Meine Chefin gibt heute Abend eine Party. Ich muss jetzt gehen. Wir sehen uns bald. Das ist Sarahs Bruder. Er ist ein Hausmeister in einem Restaurant. Und das ist Sarahs Vater. Er ist auch Putzmann. Sie sind sehr arm. Sie leben in einer sehr kleinen Wohnung. Papa, du musst dich ausruhen. Du hast Fieber. Nein, mein Sohn. Ich muss hart arbeiten. Wir müssen die Miete so schnell wie möglich bezahlen. Unser Vermieter kann uns rauswerfen. Ich hoffe, ich bekomme heute mein Gehalt. Wir haben keine Lebensmittel zu Hause. Meine Schwester hat seit dem Morgen nichts gegessen. Oh Gott, hilf uns. Wir leiden sehr. Das ist Madame Sophia. Sie ist eine reiche Frau. Sie ist sehr arrogant. Du bist nur ein armer Kellner. Wie kannst du es wagen, auf meinem Sofa zu sitzen? Dieser ist sehr teuer. Du bist hier, um zu arbeiten. Willst du meine Party ruinieren? Es tut mir sehr leid. Ich habe seit dem Morgen gearbeitet. Mir war schwindelig. Ich habe mich nur für eine Minute hingesetzt. Das wird nicht wieder vorkommen. Ich will nichts hören. Du bist gefeuert. Verschwinde. Bitte, tun Sie mir das nicht an. Ich brauche diesen Job. Ich habe 2 Kinder. Ich habe so hart gearbeitet. Das können Sie mir nicht antun. Ich will dich nicht mehr in meinem Haus sehen. Ich hasse arme Menschen. Ich habe dir dein Gehalt gegeben. Verschwinde. Ich habe gesagt, geh raus. Hallo, Madame. Alle Gäste sind gekommen. Ich habe das Abendessen vorbereitet. Gut. Ruf meine Tochter. Sie ist in ihrem Zimmer. Natürlich. Ich rufe Miss Mia sofort. Madame, haben Sie einen Moment? Ich möchte etwas sagen. Was ist los? Ich habe keine Zeit. Uns sind die Lebensmittel ausgegangen. Wann kann ich mein Gehalt bekommen? Meine Tochter hat Hunger. Sie hat seit dem Morgen nichts gegessen. Du musst noch einen Tag warten. Du kannst etwas Essen aus der Küche nehmen. Geh und ruf meine Tochter. Wir sprechen später darüber. Beeil dich. Chef, kann ich mein Gehalt bekommen? Klar. Hier ist dein Gehalt. Danke, Chef. Frohes neues Jahr. Passen Sie auf sich auf. Warte einen Moment. Ich möchte etwas sagen. Was ist passiert, Chef? Ist alles in Ordnung? Nein, es ist nicht alles in Ordnung. Dein Vater arbeitet nicht richtig. Er ist zu alt, um zu arbeiten. Es tut mir leid. Dein Vater kann hier nicht mehr arbeiten. Nein, nein. Bitte tun Sie das meinem Vater nicht an. Er braucht diesen Job. Wir müssen die Miete bezahlen. Ich will nichts hören. Du kannst jetzt gehen. Dein Vater kann hier nicht mehr arbeiten. Er ist in letzter Zeit krank. Er ist ein harter Arbeiter. Bitte, tun Sie das nicht. Er kann nirgendwo anders arbeiten. Ich glaube, ich muss dich auch entlassen. Nein, nein, ich brauche diesen Job wirklich. Bitte, Chef, ich flehe Sie an. Ich will nicht mit dir diskutieren. Na gut, du kannst hier arbeiten. Aber dein Vater ist gefeuert. Das ist endgültig.
Oh Gott, hilf mir. Dieser Winter bringt mich um. Ich habe keinen Pullover. Papa, dir geht es nicht gut. Lass uns von hier weggehen. Beeil dich, mein Sohn. Hast du dein Gehalt bekommen? Ja, Papa, ich habe mein Gehalt bekommen. Ich muss dir einen Pullover kaufen. Du zitterst. Papa, was ist passiert? Geht es dir gut? Mir geht es nicht gut. Mir ist übel. Dir geht es nicht gut. Wir müssen ins Krankenhaus gehen. Mir ist kalt. Ich wünschte, ich hätte eine Jacke. Heute ist Silvester. Alle feiern. Reiche Leute essen Fisch, und ich habe nichts zu essen. Einen Moment. Ich komme. Wo ist deine Mutter? Ich will meine Miete. Sie ist bei der Arbeit. Wir haben im Moment kein Geld. Bitte, geben Sie uns ein paar Tage. Genug ist genug. Ich komme morgen wieder. Du musst mir die Miete für 3 Monate bezahlen. Wenn du die Miete nicht zahlst, werde ich deine ganze Familie rauswerfen. Bitte, tun Sie uns das nicht an. Mein Vater ist in letzter Zeit krank. Ich will keine Ausreden mehr hören. Du hast nur noch einen Tag, sonst werfe ich dich raus. Sehr gut. Ich werde dir teures Essen geben. Draußen ist es kalt. Du musst hier bleiben. Ich bin gleich zurück. Das ist Mia. Sie ist ein sehr arrogantes Mädchen. Madame, Ihre Mutter ruft Sie. Die Party beginnt gleich. Ich komme. Ich freue mich aufs Feiern. Sie haben eine Menge teures Hundefutter. Für uns haben Sie nichts. Oh Gott, hilf uns. Frohes neues Jahr, Mama. Vielen Dank für die Organisation dieser wundervollen Party. Mama, mein Hund mag dieses Futter nicht. Ich muss mehr Futter für meinen Hund kaufen. Ich sollte teures Futter für meinen Hund kaufen. Natürlich, meine Tochter, du kannst viel Geld ausgeben. Meine Tochter hat Hunger. Sie wartet bestimmt auf mich. Oh Gott, hilf mir. Ich bin gleich zurück, Mama. Du arme Frau, willst du diese Party ruinieren? Wie kannst du es wagen? Du hast mich wütend gemacht. Warum hast du mich geschlagen? Es war nicht meine Schuld. Halt den Mund. Wie kannst du es wagen, so mit mir zu sprechen? Du bist nur eine arme, hässliche Frau. Sie können mich nicht beleidigen, Madame. Ich habe seit dem Morgen hart gearbeitet. Die Party ist vorbei. Alle können jetzt gehen. Verschwinde aus meinem Haus. Du bist gefeuert. Du kannst nicht in meinem teuren Haus arbeiten. Sieh dich an, arme alte Frau. Bitte, tun Sie mir das nicht an. Ich brauche diesen Job. Meine Tochter hat Hunger. Raus aus meinem Haus. Du bekommst keinen einzigen Cent. Wage es nicht, Essen aus meiner Küche zu nehmen. Nein, nein. Ich brauche diesen Job wirklich. Ich muss Lebensmittel für meine Familie kaufen. Es tut mir leid, Madame. Ich brauche diesen Job. Bitte, verzeihen Sie mir. Sie müssen mir meinen Lohn geben. Mama, gib ihr keinen einzigen Cent. Ich muss ihr eine Lektion erteilen. Warum ziehen Sie mir meinen Lohn ab?
Brauchst du diesen Job wirklich? Du musst meine Füße küssen. Wenn du meine Füße küsst, gebe ich dir deinen Lohn. Und ich gebe dir sogar noch einen extra Bonus. Worauf wartest du? Tu, was meine Tochter dir sagt. Woran denkst du? Ich glaube, du brauchst diesen Job nicht mehr. Ich brauche diesen Job. Gut. Ich werde deine Füße küssen. Bravo! Du hast deine Sache gut gemacht. Und jetzt steh auf. Hier bitte. Ich werde dich nicht feuern. Du hast großes Glück. Ich gebe dir einen extra Bonus. Du kannst deinen Lohn nehmen und gehen. Wir sehen uns morgen. Komm nicht zu spät. Wie geht es meinem Vater jetzt? Ist er in Ordnung? Es geht ihm jetzt gut. Er ist sehr schwach. Er muss sich ausruhen und einige Multivitamine nehmen. Ich werde Ihrem Vater einige Medikamente verschreiben. Er hat noch leichtes Fieber. Okay, Frau Doktor, ich habe verstanden. Kann ich meinen Vater sehen? Ja, natürlich, Sie können Ihren Vater sehen. Wie fühlst du dich jetzt, Papa? Ich fühle mich gut. Ich möchte nach Hause gehen. Okay, Papa, lass uns gehen. Ich habe meinen Lohn bekommen. Ich muss dir einen Pullover kaufen. Nein, nein. Ich brauche keinen Pullover. Ich möchte einfach nach Hause gehen. Danke, Mama. Du hast Lebensmittel gekauft. Ich verhungere. Ich werde sofort das Abendessen machen. Ich bin erschöpft. Ich möchte mich ausruhen. Gott sei Dank, ich habe jetzt etwas zu essen. Meine Mutter ist eine fleißige Frau. Ich möchte auch arbeiten. Ich werde bald einen Job finden. Hallo Peter. Wie geht es dir? Mir geht es sehr gut, Mia. Ich bin in deine Nachbarschaft gezogen. Was? Meinst du das ernst? Ich freue mich so, das zu hören. Peter, ich habe eine Zulassung an der Technischen Universität München bekommen. Was? Das ist meine Universität. Ich werde auch an dieser Universität studieren. Wow! Das ist großartig. Wir werden zusammen studieren. Ich bin so aufgeregt. Okay, Mia. Wir sehen uns dort. Pass auf dich auf. Ich liebe Peter. Ich habe mich in ihn verliebt. Er ist reich, genau wie ich. Ich liebe dich, Peter. Ich liebe dich so sehr, mein Prinz. Was ist passiert, Sarah? Du siehst sehr glücklich aus. Was steht in diesem Brief? Ich bin heute überglücklich, Mama. Dieser Brief ist von der Universität. Ich habe meine Prüfungen mit Bravour bestanden. Ich habe einen Studienplatz bekommen. Ich habe ein Stipendium bekommen, Mama. Ich muss keine Studiengebühren bezahlen. Ich bin so stolz auf dich, mein Schatz. Gott segne dich. Das sind großartige Nachrichten. Gott segne dich, Sarah. Ich freue mich so für dich. Mein Sohn, ich kann heute nicht zur Arbeit gehen. Du musst dich ausruhen, Papa. Ich verstehe das. Ich muss jetzt zur Arbeit gehen. Ich muss jetzt auch zur Arbeit gehen. Wir sehen uns heute Abend. Ja, Mama, ich gehe morgen zur Universität. Peter wird mit mir studieren. Mia, magst du Peter?
Bitte sag mir die Wahrheit. Ja, Mama. Ich liebe ihn sehr. Wir gingen schon seit unserer Kindheit zusammen zur Schule. Ich muss neue Kleidung für Sarah kaufen. Sie wird an der Universität studieren. Reiche Leute studieren an dieser Universität. Meine Tochter hat großes Glück. Hast du mein Zimmer gereinigt? Ja, Madame, ich habe Ihr Zimmer gereinigt. Ich habe auch die Wäsche gewaschen. Perfekt. Mia möchte eine Tasse grünen Tee. Sie ist in ihrem Zimmer. In Ordnung. Ich werde grünen Tee für Miss Mia zubereiten. Wo ist die Miete? Ich warte keinen weiteren Tag. Hier bitte. Bitte, werfen Sie uns nicht raus. Was? Das ist nur die Miete für einen Monat. Ich will meine vollständige Miete. Wir werden Ihnen nächsten Monat die vollständige Miete geben. Mein Vater ist krank. Er kann nicht arbeiten. Wir sind hilflos. Bitte geben Sie uns noch einen Monat. Gut. Das ist meine letzte Warnung. Du musst mir die volle Miete nächsten Monat zahlen. Sonst werfe ich deine ganze Familie raus. Ich habe verstanden. Vielen Dank. Wir werden Sie nicht enttäuschen. Ich muss einen Teilzeitjob finden. Ich muss meine Familie unterstützen. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, klicken Sie auf Gefällt mir. Und vergessen Sie nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke für weitere Unterrichtsstunden zu aktivieren.